Hallo und grüß euch miteinander hier bei Selbstgemacht. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen leckeren Kirschrahmkuchen backen könnt. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Als erstes heizen wir schon mal den Backofen vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. In 125 Gramm zimmerweiche Butter geben wir 80 Gramm Zucker hinein und rühren dieses schaumig. Dann geben wir 100 Gramm Marzipanrohmasse dazu und verrühren es so lange, bis ein einheitlicher Teig entstanden ist. Jetzt geben wir in den Teig 3 zimmerwarme Eier. Ihr solltet die Eier nach und nach hineinrühren, so zwischen jedem Ei eine halbe Minute Abstand lassen. Nummer 2 und das letzte Ei. Ich zeige es euch natürlich hier etwas schneller, weil sonst wäre es zu langweilig. Dann geben wir den Abrieb einer Zitrone hinein. Die Zitrone, die Schale sollte natürlich verzehrbar sein. Wir waschen sie mit heißem Wasser ab und reiben nur das Gelbe hinein. Nicht das Weiße, weil das wäre dann bitter. Und wieder einrühren. Und jetzt pressen wir die Zitrone noch aus. Von dem Saft benötigen wir jetzt 3 Esslöffel. In 150 Gramm Mehl geben wir jetzt 50 Gramm Speisestärke hinein und 2 Teelöffel Backpulver. Das wird miteinander erstmal vermengt. Mehl, Speisestärke und Backpulver sieben wir jetzt einmal durch. Die gesiebten Zutaten geben wir jetzt löffelweise in unseren Teig. Nach und nach. Der untere Teig von unserem Kuchen ist jetzt schon fertig. Jetzt bereiten wir die Rahmschicht zu. Für die Rahmschicht verwenden wir 200 Gramm Schmand und 50 Gramm Puderzucker und 2 zimmerwarme Eier. Die 3 Zutaten werden einmal miteinander verrührt. Die leckere Rahmschicht ist jetzt fertig, die unserem Kuchen seinen Namen verleiht. Eine Springform mit Durchmesser von 24 cm wird eingefettet und mit Backpapier ausgelegt. Da kommt jetzt unser erster Teig hinein. Den Teig verteilen wir schön in der Springform. Ein Glas Sauerkirsch mit einem Abtropfgewicht von 400 Gramm verteilen wir jetzt auf dem Kuchen. So. Und dann geben wir noch unsere Rahmmasse darüber. Den Schmand mit Puderzucker und Ei. Einfach gleichmäßig darüber verteilen. Der Kuchen kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder
bei 160 Grad Umluft. Die Springform geben wir auf die mittlere Schiene und dann lassen wir den Kuchen backen für ca. 45 bis 50 Minuten. Der Kuchen ist fertig. Jetzt lassen wir ihn noch für 10 Minuten in der Springform etwas auskühlen. Die Springform abnehmen und den Kuchen einmal komplett auskühlen lassen. Auf einem Kuchengitter. Wenn der Kuchen total ausgekühlt ist, nehmen wir ein kleines Sieb, geben einen großzügigen Teelöffel Puderzucker hinein und bestreuen unseren Kuchen. Und jetzt kommt der schönste Teil am ganzen Kuchenbacken. Wir schneiden ihn gemeinsam an. Ich zeige ihn euch jetzt mal von innen. Schaut nur, wie saftig er aussieht. Der leckere Kuchenteig unten mit Marzipan, die saftigen Kirschen und die Rahmschicht. Der Kuchen hält sich tagelang frisch und ist richtig schön saftig. Vielen Dank, dass ihr bei dem Video dabei wart. Bist du neu auf meinem Kanal und gefällt er dir, würde es mich freuen, wenn du mich abonnierst. Wenn ihr mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. Vielen Dank, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus! Ach übrigens, viele weitere leckere, saftige Rezepte gibt's hier auf meinem Kanal.